Du hast diesen Satz bestimmt schon einmal gehört. Ignoriere sie und sie wird dir hinterherlaufen. Und mal ehrlich, hast du es schon ausprobiert? Vielleicht hast du stundenlang nicht geschrieben. Vielleicht tagelang. Vielleicht hast du versucht, kalt zu wirken. In der Hoffnung, dass genau dieser Trick der Schlüssel ist, um endlich ihre volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch was ist passiert? Gar nichts. Sie ist dir nicht hinterhergelaufen. Sie hat sich nicht mehr investiert. Sie hat dich nicht plötzlich anders wahrgenommen. Stattdessen hast du diesen Stich gespürt, dieses Gefühl aus Frust und Verwirrung, dieses leise »Warum klappt das bei allen anderen, nur nicht bei mir?« Viele Männer glauben dann sofort, okay, die Methode ist falsch. Sie geben der Technik die Schuld oder dem Timing oder sie schieben es auf die Frau selbst. Aber die Wahrheit ist, weder sie noch der Tipp sind das Problem. Das wahre Problem liegt tiefer. Viel tiefer. Es geht nicht um ein paar unbeantwortete Nachrichten oder ein paar Tage Funkstille. Es geht darum, die wahren Mechanismen von Anziehung zu verstehen. Die Energie, die Frauen spüren, auch wenn kein Wort gesprochen wird. Und warum so viele Männer in Beziehungen landen, die sie auslaugen, verletzen und am Ende leer zurücklassen. Lass mich eins klarstellen. Es geht hier nicht darum, Frauen schlecht zu reden. Es geht nicht darum, sie zum Gegner zu machen. Es geht um dich. Es geht darum, deine Zeit, deine Energie und dein Herz zu schützen. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen, in denen Respekt, Anziehung und Verlangen für dich arbeiten, nicht gegen dich. Und am Ende dieses Videos wirst du genau verstehen, warum falsches Ignorieren immer scheitert. Warum Bedürftigkeit jede Anziehung zerstört. Und wie du die Dynamik so umdrehst, dass sie deine Aufmerksamkeit sucht, nicht andersherum. Also, los geht's. Hier ist die Wahrheit, die dir niemand sagt. Der Satz, ignoriere sie und sie kommt, ist nicht komplett falsch. Er ist nur unvollständig. Es ist wie eine Schatzkarte ohne Legende. Du siehst den Weg, aber dir fehlt die Erklärung. Denn ignorieren heißt nicht, so zu tun, als ob. Es heißt nicht, Spielchen zu spielen. Es heißt sicher nicht, gemein zu sein. Ignorieren ist ein Symptom. Ein Ausdruck von etwas Tieferem, etwas, das unsichtbar ist und das viele Männer nicht sehen wollen. Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist nicht laut. Sie zeigt sich nicht immer in Eifersucht oder Verzweiflung. Sie steckt in den kleinen Dingen, in der Energie, die du in den Raum bringst, in den stillen Signalen, die dein Körper sendet. Sie zeigt sich darin, dass dein Selbstwert an ihre Reaktion gebunden ist, dass dein Glück von ihrer Aufmerksamkeit abhängt. Und genau das spüren Frauen sofort. Du musst nichts sagen, du musst nichts tun, sie fühlen es einfach, instinktiv. Und sobald diese Energie da ist, verschwindet Anziehung, schlagartig. Kein guter Spruch, kein Aussehen, kein Charme kann das retten. Und hier kommt die Wahrheit, die weh tut. Genau deshalb funktioniert Ignorieren nur, wenn es von innen heraus passiert. Denn Ignorieren bedeutet nicht, ihre Nachrichten einfach zu übersehen. Es bedeutet nicht, kalt zu tun. Es ist die natürliche Folge, wenn du stabil in dir selbst bist. Wenn dein Wert nicht davon abhängt, wie sie dich behandelt. Wenn du deine Aufmerksamkeit bewusst gibst und nicht verschenkst. Und dann, ja dann, passiert etwas Erstaunliches. Ignorieren wird leicht. Ganz ohne Technik. Es wirkt, als würdest du nichts tun, und trotzdem ziehst du an. Das ist der Punkt, den die meisten Männer nie verstehen. Je mehr du jagst, desto mehr zeigst du Mangel. Je mehr du gibst, desto lauter schreist du Bedürftigkeit. Doch je mehr du deine Aufmerksamkeit zurückhältst, bis sie verdient ist, desto stärker wächst ihre Anziehung. Denn Anziehung entsteht nicht durch Mühe, sie entsteht durch Präsenz, durch Selbstwert, durch innere Balance. Vielleicht fragst du dich jetzt,
Bin ich wirklich bedürftig? Die Antwort steckt in den kleinen Dingen. In der Angst, nicht genug zu sein. Im Drang, dich ständig beweisen zu müssen. In den unsichtbaren Signalen, die Unsicherheit flüstern, noch bevor du sprichst. Und solange du das nicht erkennst, wird Ignorieren nie wirken, weil es nicht echt ist, sondern nur gespielt. Und Frauen spüren sofort, wenn etwas gespielt ist. Der Mann, der nicht bedürftig ist, versucht nicht zu beeindrucken. Er rechtfertigt nichts. Er rennt niemandem hinterher. Er bewegt sich mit einer stillen Gewissheit durchs Leben. Mit einer Ausstrahlung, die sagt: Ich bin vollständig. Ich habe Optionen. Meine Bestätigung kommt von mir. Und genau das fühlen Frauen. Ohne es bewusst zu merken. Einfach instinktiv. Denn Anziehung ist keine Entscheidung. Sie ist eine Reaktion. Darum, Ignorieren ist kein Trick. Es ist ein Nebenprodukt. Es ist das natürliche Ergebnis davon, dass du niemanden brauchst, um dich wertvoll zu fühlen. Es ist das stille Signal. Ich kontrolliere meine Aufmerksamkeit. Ich bin der Preis. Und das ist die Energie, die anzieht, die Neugier weckt, die Frauen von sich aus motiviert, dir näher zu kommen. Doch genau hier machen die meisten Männer den Fehler. Sie hören, ignoriere sie und setzen es wie eine Checkliste um. Nicht sofort antworten. Auf gelesen lassen. Distanziert wirken. Aber ohne innere Stärke ist das sofort durchschaubar. Es wirkt unecht, künstlich und Anziehung zerfällt. Was heißt das für dich? Es bedeutet, der Weg beginnt bei dir. Baue ein Leben, in dem dein Wert nicht von jemand anderem abhängt. Setze Grenzen. Schätze deine Zeit. Mach deine Aufmerksamkeit zu etwas, das man sich verdienen muss. Und je weniger du dich überinvestierst, desto interessanter wirst du. Je weniger du jagst, desto mehr fragt sie sich: Warum läuft er mir nicht hinterher? Was ist anders an ihm? Und genau in diesem Moment beginnt Anziehung zu wachsen. Das ist keine Manipulation, keine Masche, keine Rolle. Es ist die Wahrheit über Anziehung, über Energie, über Selbstwert. Und wenn du das lebst, passiert alles von allein. Frauen fühlen sich zu dir hingezogen, nicht weil du sie zwingst, sondern weil deine Energie es verlangt. Also frag dich: Wo hast du deine Energie zu leicht verschenkt? Wo hast du Bestätigung gesucht, die du gar nicht brauchst? Und wie kannst du vom Denken in Mangel zu einem Denken in Fülle wechseln? Denn sobald du in dieser Energie lebst, verändert sich alles. Deine Präsenz, deine Wirkung, deine Begegnungen. Frauen beginnen dir nachzulaufen, nicht weil du es willst, sondern weil du es nicht mehr nötig hast. Vergiss das nie. Ignorieren ist kein Trick. Es ist ein Spiegel deiner Selbstsicherheit, ein Ausdruck deines Wertes, eine Sprache, die Frauen sofort verstehen. Und wenn du diese Sprache sprichst, wirst du zu dem Mann, den sie jagen. Nicht, weil du es brauchst, sondern weil du es längst nicht mehr brauchst. Auch fang heute an. Hör auf, dich zu beweisen. Hör auf, dich für Bestätigung zu verbiegen. Richte deine Energie aus. Stärke deine Präsenz. Übernimm dein Leben. Denn der Mann, der nicht jagt, wird der Mann, den alle jagen.